Denzel Dumfries. Denzel Dumfries. Denzel Dumfries. Denzel Dumfries. Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Wir wissen doch alle ganz genau, warum Madrid ihn verpflichtet hat, damit ihr meine Aussprachkünste in den nächsten Jahren genießen dürft. Ja, was war das denn? 2 Here We Goes an einem Tag. Das gab es seit Zeiten von Cristiano Ronaldo, Kaká, Benzema nicht mehr bei Real Madrid. Florentino Perez hat sich gestern die Zusage von 2 Verteidigern geholt, da wo Real Madrid sich ja verstärken wollte, und an beiden Transfers sieht man die Handschrift von einem José Mourinho. Was ich damit meine, erkläre ich natürlich in dem Video. Dann, wenn Spieler kommen, müssen aber auch andere Spieler gehen. Was da los ist, die neuesten Informationen rund um Real Madrid, was passiert heute, was passiert morgen. Sehr interessante Informationen. Also, viel Spaß beim Video. Ja, lasst mich dieses Video zunächst einmal mit etwas guter Laune starten. Ein Video, was ihr mit Sicherheit alle kennt, ist das von Enzo Alves, den Sohn von Marcelo, als er damals als kleiner Junge mit der Kabine mit jedem den Ball geköpft hat, bis der dann in der Mülltonne war. Und das hat er gestern mit der U17 oder U16 von Spanien nachgeholt. Also sehr, sehr schöne Bilder, haben Nostalgie in mir geweckt und einfach schön, einfach krass, wie dieser Junge gewachsen ist. Der ist jetzt, glaube ich, sogar Kapitän der spanischen U16 oder U17. Übrigens als Stürmer. Sein Vater war ja Weltklasse-Verteidiger. Er soll ein Weltklasse-Stürmer sein. Wir müssen die Augen auf diesen Jungen werfen. Wie gesagt, Kapitän der spanischen U17. Ich sage jetzt einfach mal, also so schlecht kann er nicht sein. Vielleicht die Zukunft von Real Madrid. Ja, wie dem auch sei, dieses Video hat ein Lächeln in mir geweckt und ich wollte das mit euch teilen. Bleiben wir bei der Jugendarbeit von Real Madrid, denn da gibt es neueste Informationen. Wir alle haben in den letzten Jahren sehr gute Erfahrungen mit Como gemacht, vor allem mit Cesc Fabregas als Trainer. Der setzt auf die Jugend und was er mit Como erreicht hat, ist unglaublich. Der hat eine Mannschaft wie Como in die Champions League gebracht und das, wo er überwiegend auf junge Talente gesetzt hat. Also das war schon sehr beeindruckend. Und jetzt, wo ein Nico Paz zurückkommt zu Real Madrid, so bestätigen das beide Parteien. Zumindest ein Riquelme hat das gestern bestätigt in seinem Interview. Der hat gestern ein 2 Stunden YouTube-Interview gegeben bei The Wild Project. Das ist einer der größten YouTuber Spaniens, über 7 Millionen Follower. Ja, der hat gestern 2 Stunden Interview gegeben. Ich habe es mir angehört. Der hat klar gemacht, Nico Paz kommt zurück, wenn er Präsident ist. Bei einem Florentino Perez soll das auch so sein, hat ein Fabrizio Romano ja bestätigt. Ja, wie dem auch sei, Como möchte sich anscheinend direkt Ersatz holen, auch von Real Madrid Castilla, denn César Palacios soll quasi die Lücke von einem Nico Paz in Como füllen und im Gegenschritt zu den Italienern wechseln. Mit der gleichen Klausel, die Real Madrid immer macht, bei ihren jungen Spielern, bei ihren jungen Talenten. 50% der Rechte werden verkauft. Du hast eine Wiederkaufsklausel für 8, 9, 10 Millionen Euro. Oder ansonsten 50% des Weiterverkaufs gehören Real Madrid. Und ich finde, es ist eine perfekte Station für einen Spieler wie César Palacios. Ich halte unglaublich viel von diesem Jungen. Ich glaube, das ist aus dieser Castilla-Generation der mit dem größten Talent, zumindest in der Offensive, und in dem Alter zu einer Champions-League-Mannschaft zu wechseln. Also, ja, das grüne Licht hätte Real Madrid Castilla von mir. Die Information wollte ich mit euch teilen. César Palacios auf den Sprung nach Como. Ja, ein anderer Spieler aus dem Mittelfeld von Real Madrid, der auf dem Sprung ins Ausland ist ein Dani Ceballos. Ich meine, das überrascht keinen von uns. Dani Ceballos sollte letztes Jahr schon nach Marseille wechseln, hat es dann in der letzten Sekunde alles abgebrochen. Es heißt immer wieder Betis Sevilla, Betis Sevilla, Betis Sevilla, aber es wird nie Betis Sevilla. In diesem Fall wird es anscheinend Ajax Amsterdam, denn Michel, der Spanier, ist der neue Cheftrainer und er hat anscheinend einen Dani Ceballos von dem Projekt Ajax Amsterdam überzeugt und Dani Ceballos soll neuer Mittelfeldspieler in Holland sein. Und ich glaube, in so einer Liga wie der holländischen
würde Dani Ceballos einer der mit Abstand stärksten Spieler sein. Ja, wie dem auch sei, hoffen wir, Real Madrid kassiert noch den ein oder anderen Euro Ablösesumme und dann können wir die neuen Transfers auch gut bezahlen. Ja, aber bevor wir jetzt gleich zu den neuen Transfers kommen, noch einmal neuesten Informationen, was ist gestern passiert. Wie gesagt, Enrique Riquelme war 2 Stunden in diesem YouTube-Video unterwegs, war ganz interessant zu hören, was er gesagt hat, von seiner Kindheit bis zu seinen Plänen, warum er Präsident von Real Madrid werden möchte, etc. Auch seine Verpflichtungen genannt. Er hat nochmal klar gemacht, ja, Rodri, das ist einer der 2 auserwählten Spieler. Den anderen möchte er heute Abend nennen. Also heute Abend kommen Informationen. Er hat auch klar gemacht, er wird den Namen nennen und er wird auch ein Spieler sein, der schon verpflichtet ist, wenn er Präsident von Real Madrid wird. Viele sagen, es wird ein Erling Haaland. Ja, bin ich gespannt. Sobald es da was Neues gibt, erfahrt ihr es hier natürlich als erstes. Aber auch ein Florentino Perez hat in El Español ein Interview gegeben. Und der hat auch klar gemacht, er wird morgen seinen ersten neuen Transfer nennen. Und jetzt ist natürlich die Frage, redet er da über einen Konaté, redet er da über einen Dumfries, werden wir morgen sehen, oder ist es vielleicht sogar ein neuer Transfer? Ja, wie gesagt, ich bin gespannt. Trotz alledem, das werden wir morgen sehen, heute Abend. Spannende Zeiten im Wahlkampf rund um Real Madrid. Und jetzt kommen wir mal zu tatsächlichen Fakten und Daten. Ein Ibrahima Konaté steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Real Madrid. Ein Fabrizio Romano hat klargemacht, ein Here we go soon steht kurz bevor. Er hatte in den letzten Wochen schon immer wieder klargemacht, Real Madrid war eigentlich immer schon an einem Konaté interessiert. Sie wussten, sein Vertrag läuft aus, aber Real Madrid wollte die Beziehungen zu Liverpool nicht riskieren. Nachdem ein Trent Alexander-Arnold schon gratis gekommen ist von Liverpool, wollte Real Madrid dann ein bisschen auf die Bremse drücken und hat gesagt, so, wir ziehen uns zurück. Und es schien ja so, als wenn Konaté weiter bei Liverpool verlängern würde. Aber anscheinend konnten sie seine Erwartungen finanziell nicht erfüllen und deshalb war er dann gratis auf dem Markt und Liverpool hatte sich verabschiedet, er hatte sich verabschiedet und dann hat Real Madrid irgendwann gesagt, hör mal, wir brauchen hier händeringend einen Innenverteidiger oder 2. Wir haben da jemanden, der mit Liverpool die Champions League gewonnen hat, in einem anderen Champions League Finale schon war, international erfahren, englischer Meister, Spieler der französischen Nationalmannschaft. Also natürlich ist so ein Spieler interessant und Florentino Perez hat kurzen Prozess gemacht, hat sich das Ja von Konaté geholt. Und hier kurze Information an euch, ein Konaté, man munkelt, wird ein Handgeld bekommen von circa 20 Millionen Euro und man sagt, er wird so circa 12 Millionen Euro netto kassieren wollen. Das sind brutto in Spanien über 20 Millionen, also günstig wird der Transfer nicht. Wir können uns hier nicht hinstellen und sagen, gratis nach Real Madrid gekommen. Nein, man muss schon ehrlich sein. Handgeld, wie gesagt, 20 Millionen. Wenn man dann sagt, der kostet jährlich 20 Millionen, soll ein 4-Jahres-Vertrag sein, reden wir am Ende über eine Summe von ca. 100 Millionen Euro, die dieser Spieler im Gesamtpaket kostet. Ja, er wird mehr oder weniger die Gehaltsstufe von dem David Alaba füllen. Aber ja, Real Madrid hat zum einen das Geld, wir generieren das meiste Geld von jedem Fußballverein auf der Welt. Zum anderen ist ein Innenverteidiger händeringend nötig und es soll nicht dabei bleiben. Denn da kommt direkt die nächste Information aus Spanien von einem Alberto Pereiro. Jetzt soll ein Josko Gvardiol das nächste Ziel sein von Real Madrid. Aber was da los ist, was es da für Gespräche gibt etc., da informiere ich euch morgen in meinem nächsten Video zu. Nur, dass ihr es schon mal gehört habt. Anscheinend ist der nächste auf der Transferliste, ja, der Leader der Abwehr von Real Madrid, den ein José Mourinho möchte und ein Florentino Perez schon abgesegnet hat. Ein Josko Gvardiol, das Ganze bestätigt von Albert Pereiro. Ja, bin ich mal gespannt, wie Liverpool das Ganze jetzt aufnimmt, denn ich habe mir das mal so angeschaut. Von 7 Verpflichtungen von Real Madrid, von Liverpool, haben wir nur für 3 Spieler bezahlt. Also ich zeige euch jetzt hier die Liste. Ja, das ist unglaublich. Wir haben da einen McManaman, einen Dudek, wir haben Michael Owen, Arbeloa, Xabi Alonso, Trent Alexander-Arnold und jetzt Konaté. Wir haben nur für 3 Spieler bezahlt. Also, dass ein Real Madrid sich vor der Verpflichtung gedacht hat bei Konaté, komm, wir wollen mal nicht zu dreist sein, kann ich Real Madrid ein bisschen verstehen. Aber was soll Real Madrid machen? Da ist ein Innenverteidiger, vertragslos, mit dieser Erfahrung. Da muss Real Madrid zuschlagen. Und eine Sache möchte ich nochmal klarstellen.
Für mich ist ein Konaté jetzt nicht Top-Tier-Innenverteidiger, aber für mich ist er schon internationale Stärke, formuliere ich mal so. Und ich glaube, er performt am besten, wenn er neben einem Leader in der Abwehr arbeitet. Wie gesagt, wenn an seiner Seite ein Bastoni, ein Guardiol, so einer die Abwehr lenkt und er quasi als zweiter Innenverteidiger, glaube ich, da wird man die Prime-Version von einem Konaté sehen können. Da ist er am stärksten. Für mich ist er jetzt nicht absolutes Top-Tier, aber Preis-Leistungs-Verhältnis musste Real Madrid meiner Meinung nach zuschlagen. Ja, wie gesagt, das ist meine Meinung zu einem Konaté. Ja, kommen wir jetzt zu einem anderen Spieler. Da ist das Here We Go nicht mehr soon erwartet, sondern das Here We Go ist schon da. Hört euch das mal an. Denzel Dumfries zu Real Madrid. Los geht's. Einigung mit dem niederländischen Rechtsverteidiger, der Inter verlässt und für 20 Millionen Euro zu Real Madrid wechselt. Real Madrid wird in den kommenden Tagen oder Wochen die Ausstiegsklausel von Denzel Dumfries bezahlen. Alles ist zwischen den Parteien vereinbart. Dumfries wird seinen langfristigen Vertrag bei Real Madrid unterschreiben, sobald die Wahlen vorbei sind. Alles ist geregelt zwischen Real und Dumfries nach Ibrahima Konaté, eine weitere Verpflichtung für Florentino Perez, der natürlich José Mourinho als neuen Trainer, Ibu Konaté als neuen Verteidiger und jetzt Rechtsverteidiger Denzel Dumfries holen wird. Vereinbart und abgeschlossen. Und es ist ein Here We Go. Ja, und das war mal ein Blitztransfer. Gestern um 11 Uhr morgens gab es die ersten Gerüchte und abends um 11 Uhr war das Here We Go von Fabrizio Romano schon da. Schön zu hören, dass ein Real Madrid auch mal einen Transfer relativ schnell über die Bühne bekommt. Nicht wie sonst immer, da fühlt sich das an, als wenn ein Transfer immer 4-5 Monate dauern würde, bis ein Spieler nach Real Madrid kommt. Und Denzel Dumfries, ja, was soll ich über den Transfer sagen? Der Junge ist im April 30 geworden. Man sieht an diesen beiden Transfers schon die Handschrift von dem Josep Mourinho. Das sind beides nicht mehr diese jungen Talente, auf die Real Madrid in den letzten Jahren gesetzt hat. Nein, ein Josep Mourinho möchte erfahrene, gestandene, seriöse Profis in dieser Kabine von Real Madrid. Und ich finde, das hat diese Kabine nötig. In den letzten Jahren haben wir gestandene Profis verloren, mit einem Dani Carvajal, Modric, Kroos, ich könnte so weitermachen. Und diese Kabine braucht Seriosität. Und ich finde, so gestandene Profis, ja, sind die richtige Wahl. Auch, wie gesagt, Preis-Leistungs-Verhältnis, einen Dumfries zu bekommen für 20 Millionen festgeschriebene Ablöse, finde ich jetzt ein Schnäppchen, finde ich absolut okay. Dumfries hat international schon gezeigt, der ist holländischer Nationalspieler, der war im Finale mit Inter Mailand vor 2 Jahren gegen Barcelona, was er da im Halbfinale abgeliefert hat. Alleine dafür lohnt es sich, den schon zu holen. Da hat er sich in das Herz eines jeden Madridistas gespielt. Wie gesagt, ich finde, das ist ein toller Typ. Ich finde, das ist natürlich eine Maschine, auch körperlich. Hat hinten hier und da seine Schwächen. Lasst uns da nicht vertun. Seine große Stärke ist eher die Offensive. Hinten ist er jetzt nicht ganz so anfällig wie ein Trent Alexander-Arnold. Ich finde ihn schon defensiv etwas stärker als ein Trent Alexander-Arnold, aber bei weitem jetzt nicht auf einem Niveau von einem Ferland Mendy oder so. Also lasst uns da nicht vertun, der hat seine Stärken in der Offensive. Ein José Mourinho hat sich den aber nicht umsonst ausgesucht für den Fußball, den ein Mourinho spielen möchte. Hinten Stabilität, ich meine, der ist 1,89 Meter, ein Schrank, und dann schnellen Konterfußball. Da gibt es nicht viele bessere als ein Dumfries auf dieser Position. Und wie gesagt, wenn du so einen Schnapper machen kannst für 20 Millionen, musst du als Real Madrid zuschlagen. Trotzdem, und jetzt muss ich mal so ein bisschen den Partykiller spielen, Dumfries war in den letzten 2 Jahren sehr häufig verletzt. Der hatte noch eine Operation am Knöchel, war im November. Seitdem ist er wieder da und spielt sich wieder in die Mannschaft von Inter Mailand, hat sich wieder in die Startelf gespielt. Trotzdem muss Real Madrid auch dringend etwas an ihrem medizinischen Team ändern. Wenn wir einen Spieler, der in den letzten 2 Jahren häufig verletzt war, Verbindungen oder in Zusammenspiel bringen mit der medizinischen Abteilung von Real Madrid, die in den letzten Jahren katastrophal ist, dann könnte dieser Transfer schlecht enden. Aber ein José Mourinho hat ja auch schon klar gemacht, er möchte bei jeder medizinischen Untersuchung noch eine zweite Meinung einholen. Meiner Meinung nach muss Real Madrid im medizinischen Team drastisch was verändern, damit wir
nicht mehr diese Verletzungsgeschichten der letzten Jahre haben. Sonst kannst du dir holen, wen du willst. Wenn die ständig verletzt sind, dann bringt dir das auch nichts. Ja, im Großen und Ganzen sind das die Neuigkeiten zu den Transfers von Real Madrid. Beide schon etwas erfahrener, 27 Konaté, 30 gerade geworden Dumfries, beide natürlich in der Abwehr. Und wie gesagt, soll nicht die letzte Inkorporation in der Abwehr sein. Bin ich gespannt, auf wen ihr da mehr Bock hättet, auf den Bastoni, auf den Guardiol. Lasst eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren. Ja. Wenn ihr schon mal da seid, könnt ihr eure Meinung zum Rest des Videos auch in den Kommentaren lassen. Was sagt ihr zu César Palacios? Was sagt ihr zum Sohn von Marcelo? Was sagt ihr zu unserem Präsidentschaftskandidaten und zu den beiden Verpflichtungen? Wenn ihr schon mal da seid, lasst ein Like auf diesem Video, hypt dieses Video, lasst ein Follow da. Wir sind knapp vor den 30.000, ich würde mich riesig freuen. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder mit dem Namen, den Enrique Riquelme genannt hat. Ich bin gespannt. Also, bis dahin. ¡A la Madrid!